Heute mache ich wieder ein Haul-Video und ich kann euch jetzt schon sagen, dass es sehr sommerlich und farbenfroh wird. Und ich fange gleich mal mit dem ersten Teil an, und zwar ist es das T-Shirt, was ich auch direkt anhabe. Das ist eigentlich ein einfaches gelbes T-Shirt, aber dieses Gelb finde ich einfach so super. Also es ist so ein milchigeres Gelb, also nicht so ein Knall-Sonnengelb, aber ne, hat sowas abgeschwächteres. Aber ich finde, das Gelb so total gut zu braunen Haaren aussieht und auch so zu rot, wenn man jetzt irgendwie rote Fingernägel hat oder einen roten Lippenstift trägt. Irgendwie fand ich das so total ansprechend. Einfach auch so für den Sommer, so gleich. Es bringt gleich so gute Laune mit sich irgendwie. Das finde ich ganz schön, da so ein Farbtupfer sozusagen für die Sommergarderobe. Und es ist trotzdem aber ein ganz easy peasy, super einfaches Teil zum Kombinieren. Ja, das wäre das erste Teil. Und die nächsten 3 Teile, die ich euch zeigen werde, habe ich alle bei Kauf dich glücklich gekauft hier in Berlin. Das war einfach mal so ein spontaner Shoppingbummel, wo man dann auch gleich irgendwie schöne Sachen gefunden hat. Und das erste Teil ist dieses schöne Kleid hier, das ist auch von der Eigenmarke von Kauf dich glücklich. Das hat so einen schönen Ginkgo-Print und ich mag ja Ginkgo-Blätter irgendwie ganz gerne. Also ich habe auch so Ohrringe in der Form. Und die Farbe fand ich super schön. Also es ist so ein, also ich würde es jetzt so als sanftes Terrakotta-Rot beschreiben. Und das Kleid an sich ist sehr locker fallend. Bei mir geht es so bis zur Wade ungefähr. Und dann hat es hier an der Taille so einen Bund und hinten ist es ganz schön, weil es so ein bisschen so einen Rückenausschnitt hat. Ich wollte irgendwie so ein Sommerkleid haben, was irgendwie nicht schwarz ist. Ich habe irgendwie relativ viele dunkle Kleider, und dann ein paar weiße Kleider, aber nichts dazwischen so wirklich. Man wollte jetzt auch nicht so ein super knalliges Kleid und deswegen war das so ein guter Kompromiss, würde ich sagen. Also es ist so ein bisschen was dazwischen. Ja, und da ich den Print und die Farbe so schön fand, habe ich es auch gleich als Shorts-Variante mitgenommen. Also eigentlich die gleichen Gründe für den Kauf wie bei dem Kleid. Einfach die Farbe und so hat sofort beim Anziehen gut zu meinem Hautton gepasst. Und ich denke, ich werde die im Sommer sehr oft tragen, weil die sehr bequem sind. Einfach so locker flockig, man schwitzt jetzt nicht so unbedingt da drin, weil die wirklich sehr luftig sind. Und ganz schön finde ich halt die Hosentaschen. Und ja, es ist halt von der Farbe her nicht so krass in your face. Es ist zwar farbig, aber nicht übertrieben, so dass man halt schlichte Sachen anziehen kann. Und damit sieht das Outfit dann trotzdem irgendwie interessant genug aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Und die Musterliebe geht beim nächsten Teil auch gleich weiter. Und zwar habe ich mir diesen Rock hier von Ganni gekauft. Das ist ein Midi-Rock, der hat aber vorne so 2 Schlitze, sodass er in meiner Körpergröße, und ihr wisst, ich bin ja nicht so die Größte, nicht ganz so wuchtig aussieht. Also er verdeckt sozusagen nicht irgendwie meinen halben Körper, sondern mit dem Schlitzen hat man noch so ein bisschen, ja, kommt noch so ein bisschen Bein durch. Und es sieht dann einfach ein bisschen luftiger aus und ein bisschen schmeichelnder. Und ja, ich finde das Muster super schön. Es hat irgendwie auch gleich so Urlaubsfeeling. Und es ist trotzdem, also es ist farbig, aber trotzdem gedeckt. Also das gleiche Spiel wie bei den anderen 2 Teilen. Farbig, aber nicht zu super knallig. Also ihr seht, es hat alles irgendwie echt so ein Schema gehabt bei dem Einkauf. Ja, also finde ich super schön und auch so ein Teil habe ich irgendwie. Also so ein schöner Hinguckerrock, der möglichst gemustert ist und am besten nicht schwarz oder dunkelblau, aber an dem ich mich hoffentlich nicht satt sehe so schnell. Und ich denke, dass das ein guter Kandidat wäre. Und ich glaube, den kann man ganz leicht kombinieren zu Basic Tops in ganz normalen Unifarben. Auch zu dem Gelb fände ich es eigentlich auch ganz schön. Oder Blusen. Oder wenn es kühler wird, würde ich dazu auch Pullover tragen. Also da habe ich in meinem Kopf schon ganz viele Vorstellungen, wie ich den Rock kombinieren würde. Von daher denke ich, dass es ein guter Kauf war. So, mein nächster Kauf ist eher so ein kleines persönliches Experiment. Und zwar habe ich mir Netzstrumpfhosen gekauft. Und ich habe zum Thema Netzstrumpfhosen oder Netzsocken einen ganzen Blogpost geschrieben. Den solltet ihr euch am besten mal angucken. Dann könnt ihr den Kauf vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Weil mit Netzstrumpfhosen verbinde ich jetzt an erster Stelle eigentlich nicht so unbedingt schöne Outfits. Aber an dem Blogpost habe ich Beispiele gezeigt, wo das echt super cool und interessant aussehen kann. Und ich hoffe, dass ich das auch cool und interessant kombinieren kann. Und das sind jetzt welche von Wolford, weil ich habe eigentlich genau nach so einem Muster gesucht, wo halt das Netzmuster so ein bisschen runder ist. Und da habe ich halt nur welche von Wolford gefunden oder von Points Schooler, die aber so 100 € oder so kosten. Ja, also mal sehen, wie sich das so herausstellen wird in der Realität. Ansonsten finde ich auch Netzsocken ganz süß. Die sind vielleicht noch ein bisschen die vorsichtigere Variante. Ja,
Also falls euch das interessiert, guckt euch am besten den Blogpost an, dann ja, habt ihr vielleicht eine bessere Outfit-Vorstellung, wie ich das hier meine. Als nächstes habe ich mir ein paar Schuhe gegönnt und zwar von Gucci. Und da bin ich echt lange um dieses Paar herumgeschlichen und habe mich dann auf die Warteliste setzen lassen. Also online, das ging super einfach, by the way. Und die sind jetzt kürzlich angekommen und ich zeige euch, welche Schuhe das jetzt sind. Und zwar handelt es sich um die Loafers. Und ich weiß, es ist bestimmt wieder so ein typischer Fall von, die einen finden die super schrecklich und können sie nachvollziehen und die anderen, wie mich, finden die einfach super cool. Und ich mag Loafers generell. Also ich mag diesen leichten Oper-Stil, aber auch so was ganz Klassisches. Aber dann kombiniert zu, ja, nicht klassischen oder nicht ganz so strengen alten Sachen. Einfach so ein bisschen als Stilbruch. Aber das Problem bei Loafers oder auch generell Slippers ist einfach immer hinten, dass es an den Hacken scheuert. Ich habe, glaube ich, kein einziges Paar Slippers oder Loafers, wo das nicht scheuert. Fällt mir jetzt jedenfalls nicht ein. Und hier hat man dieses Problem einfach nicht, weil es hinten die Fläche einfach nicht gibt, wenn man einfach nur reinschlüpft. Das ist einfach super gut, weil so hat man nie die Angst irgendwie, oh Gott, werde ich jetzt nach 3 Stunden irgendwie da hinten eine Blase haben oder nicht? Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Und es ist einfach so zum Reinschlüpfen, weil es hat nochmal so was Lässiges an sich. Und ich werde euch in der Infobox mal so ein paar Outfits oder Instagram-Fotos verlinken, wo andere Leute diese Loafers kombiniert haben, wo ich finde, dass es super cool aussieht und da habt ihr dann vielleicht ein besseres Bild davon, wie ich mir einfach diese Schuhe vorstelle, weil ich kann schon verstehen, so auf den ersten Blick denkt man schon so vielleicht, nee, aber ich finde dann kombiniert, es ist einfach, sind es super coole Schuhe, die einfach mal so ein bisschen nach was anderem aussehen. Und ich werde auch versuchen, so möglichst ähnliche Schuhe rauszusuchen, die nicht von Gucci sind und nicht so teuer sind. Für mich persönlich sind die aber super schön, weil ich mag einfach auch dieses diese Metallapplikation und dass es so ein bisschen spitz zulaufend ist, aber auch nicht zu spitz, aber auch nicht zu rund oder kantig. Und dann auch diese Naht, also dieses ganz typische diese ganz typische Loafers-Optik, dass die beibehalten ist, nur halt eben nicht mit diesem Bereich hinten. So, das waren alle Fashion-Teile von Haul. Weiter geht's mit Beauty, da habe ich ein neues Beauty-Produkt. Und zwar brauchte ich eine neue Gesichtscreme, weil meine von Nuori ist zwar noch nicht leer, aber die nähert sich so langsam dem Verfallsdatum. Und da das eine Naturkosmetikmarke ist, ist es vielleicht nicht ganz so gut, da wirklich drüber zu gehen. Ja, und da wollte ich dann schon mal eine neue Gesichtscreme bestellen. Und da habe ich mich dann für die Marke York OB entschieden. Ich hoffe jedenfalls, dass es so ausgesprochen wird. Das ist eine dänische Marke und die Creme ist die White Tea Balancing Cream. Die fand ich von der Beschreibung her auf jeden Fall sehr ansprechend, weil die darauf abzielt, dass die Teigproduktion so ein bisschen reduziert wird, weil da so ein, was war das, Palm Fruit Extract drin ist und gleichzeitig aber auch Arganöl und Sesamöl, glaube ich, was dann trotzdem so ein bisschen für die nötige Feuchtigkeit sorgt. Also gleichzeitig weniger Öl, aber nicht austrocknend. Also deswegen eigentlich der passende Name Balancing Cream. Da erhoffe ich mir sehr viel von der Creme. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber bin sehr gespannt und habe eigentlich auch gute Reviews darüber gelesen. Und ich finde es eigentlich immer ganz interessant, so ein bisschen so Nischenmarken auszuprobieren. Und wir müssen einmal mal sagen, dass das Packaging wieder mal sehr schön ist. Also die Skandinavier, die haben es echt interiormäßig drauf, aber auch beautymäßig, weil das ist hier meine aktuelle Tagescreme. Nuori ist nämlich auch eine dänische Marke und auch hier ist das Packaging on point. Also ihr wisst ja, ich bin so ein Packaging-Opfer. Und wenn wir schon mal bei dem Thema Interior sind, machen wir da auch gleich weiter. Das nächste Teil ist nämlich eines aus diesem Bereich. Und zwar ist das dieser Tischspiegel von der Marke Norman Copenhagen. Also auch wieder eine dänische Marke. Ich brauchte nämlich einen neuen Tischspiegel, beziehungsweise ich habe gar keinen, weil ich schminke mich immer, dass ich irgendein Puder raussuche und davon dann den Spiegel verwende, weil ich schminke mich eigentlich fast nie im Badezimmer. Und diesen Spiegel kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch die Videos von Essie Button anguckt. Sie hat nämlich genau so einen Spiegel und da habe ich mir auch immer gedacht, ziemlich cooler Spiegel und dann habe ich mich halt für diesen entschieden. Das Coole an dem ist nämlich, dass die Spiegelfläche ultra riesig ist. Also man guckt rein und denkt, boah, ist ja wie ein Fernseher. Das ist echt super groß. Und das zweite ist einfach diese Fläche hier unten. Man kann so schön seine Daily Essentials hier so hinstellen. Das sieht irgendwie ästhetisch aus, wenn es irgendwie so steht. Weil ich packe nicht immer alles in so eine Tasche oder pack das weg, sondern manchmal fliegen halt Sachen einfach wild rum. Und das ist dann eine schöne Lösung dafür, die halt einfach schön aussieht.
Das ist jetzt die Farbe Sand, weil ich finde, dass Weiß irgendwie zu weiß war und Grau irgendwie zu dunkel. Und das war so ein Mittelding. Den Spiegel gibt es aber auch in so hellblau, rosa und schwarz. Und den habe ich direkt bei der offiziellen Seite bestellt, weil es den, glaube ich, nur da so wirklich schnell lieferbar gab. Ja, der ist ziemlich schwer. Also ich stelle ihn jetzt mal ab. So, und damit sind wir auch durch mit meinem Haul. Das waren meine Fashion, Beauty und Interior-Einkäufe der letzten Monate. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, es war inspirierend für euch und hat euch vielleicht noch mehr Lust auf den Sommer gemacht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!